Google ist uns bekannt als größte Suchmaschine weltweit und als Allround-Internetfirma, welche unter anderem auch das Mobile-Betriebssystem Android zur Verfügung stellt. In diesem Video gibt es jedoch 10 interessante Fakten über den Internetgiganten, die du eventuell noch nicht wusstest. Das Hauptquartier von Google in Mountain View, Kalifornien, USA, ist riesig und besitzt einen eigenen Campus auf dem Gelände, auf dem Mitarbeiter kostenlos essen, trinken und vieles mehr machen können. Jedoch muss das Gras der vielen Grünflächen auch gekürzt werden. Eine durchschnittliche Firma wird dafür höchstwahrscheinlich einen oder mehrere Gärtner anheuern, die laufend das Grün trimmen. Jedoch ist Google ganz und gar nicht eine normale Firma. Daher wurde im Mai 2009 kurzerhand eine Horde von 200 Schafen auf die Wiese gelassen, damit diese das Gras natürlich abernten. Auf dem Gelände sind nebenbei noch menschengroße Lego-Figuren, Raumschiffe, Flamingos und vieles mehr zu sehen. Außerdem steht auf dem Gelände ein maßstabsgetreuer T-Rex namens Stan. Jetzt kommt ein Fakt, der perfekt zu diesem Kanal passt. Google hat einen offiziellen Google-Hund. Und das hat schon Tradition. Der erste Hund, der diesen Rang bekam, hieß Joschka und war eigentlich der Hund von dem Senior Vice President of Operations namens Urs Hölzle. Joschka wurde schon im April 1999, wenige Jahre nach der Gründung von Google, zum Firmenhund. Auch Hunde von Mitarbeitern sind herzlichst willkommen, Katzen jedoch sind aufgrund der hohen Hundezahl nicht erwünscht. Es gibt übrigens viele andere Firmen, die ebenfalls einen Firmenhund haben oder zumindest ihren Mitarbeitern erlauben, Hunde zum Arbeitsplatz mitzubringen. Die von Larry Page und Sergey Brin entwickelte Suchmaschine war anfangs noch ein Universitätsprojekt in der Stanford University. Zu diesen Zeiten hatte sie den Projektnamen Backrub. Anschließend sollte die Suchmaschine, die erstmals das PageRank-System einführte, bei dem Suchergebnisse nach einem Wert sortiert werden, der angibt, wie zutreffend ein Ergebnis ist, wie die Zahl Gogol heißen. Ein Gogol entspricht einer 1 mit 100 Nullen. Der Name sollte das Ziel ausdrücken, das sich Larry Page und Sergey Brin gesetzt hatten: eine scheinbar unendliche Menge von Informationen im Internet zu strukturieren. Daraus ist später Google entstanden, angeblich durch einen Rechtschreibfehler. Übrigens, passend zu Google nennen sie ihr Hauptquartier Googleplex, ebenfalls ein mathematischer Ausdruck für eine 1 mit einem Gogol 0. Eine unvorstellbar große Zahl, die die Anzahl der Atome im Universum übersteigt. Außerdem besitzt die Stanford University immer noch die Patentrechte an dem PageRank. Der erste Tweet auf der bekannten Social-Media-Plattform Twitter lautete "I'm feeling lucky". Jedoch war dieser Tweet größtenteils binär kodiert. Das binäre Zahlensystem besteht nur aus Einsen und Nullen. Ihr habt das sicher schon mal irgendwo gesehen, denn alle Computer arbeiten mit diesem System. I'm 0 Insgesamt ist Google in 146 verschiedenen Sprachen verfügbar. Darunter sind auch 5 Fake-Sprachen wie Klingonisch aus Star Trek oder Swedish Chef aus der Muppet Show. Außerdem ist die Google-Webseite unter 189 verschiedenen internationalen Domain-Endungen verfügbar. Also da wären google.de, google.com, google.co.jp, google.at, google.fr, google.jp, google.cg, google.ch, google.us. Der eben schon erwähnte PageRank ist jedoch längst nicht der einzige Faktor zum Sortieren der Suchergebnisse. Google verwendet weit über 200 verschiedene Faktoren, damit du die besten Suchergebnisse bekommst. Um die Qualität der 100 Milliarden Suchanfragen pro Monat zu verbessern, führte das Entwicklerteam von der Milliarden-Suchmaschine 2012 665 Optimierungen an dem Algorithmus durch. Übrigens, der Name PageRank geht nicht, wie oft angenommen, auf das englische Wort Page wie Seite zurück, sondern auf den Nachnamen von Larry Page, einem der Gründer von Google. Angefangen hat Google mit 4 Terabyte Festplatten als Serverspeicher. Darum herum haben die beiden Gründer einen mittlerweile weltberühmten Lego-Kasten gebaut, der übrigens immer noch im Büro von den beiden steht.
Das hat man gemacht, da schnell immer mehr Speicherplatz benötigt wurde und Lego leicht umzubauen ist, sodass das Gehäuse größer werden kann. Mittlerweile betreibt Google weltweit mehr als 1 Million verschiedene Rechenzentren. Diese Rechenzentren sind mit einem geschätzten Baupreis von 600 Milliarden Dollar pro Stück ziemlich teuer, deswegen hält Google die Baupläne streng geheim. Diese Zentren verbrauchen ca. 100 Megawatt Strom, sodass Google 2016 sogar einen kompletten Solarpark in Norwegen gekauft hat, um seine Server damit zu betreiben. Google betreibt schon seit 2007 alle Rechenzentren mit 100% grünem Strom, also Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Kennt ihr noch diese unlesbaren Texte in Bildern, die man abtippen musste, um zu verifizieren, dass man kein Roboter ist? Diese sogenannten Recaptures von Google werden mittlerweile zwar gegen neue und einfachere Verifizierungsmöglichkeiten ausgetauscht, aber sie sind dennoch häufig bei Logins oder Ähnlichem vertreten. Was ihr über diese nervigen Teile jedoch sicherlich noch nicht wusstet, ist, dass Google einem neuronalen Netzwerk so das Lesen von Texten aus Bildern beibringt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr so ein Feld ausfüllt, hilft ihr den Computern ein bisschen mehr die Weltherrschaft zu übernehmen. Oder so ähnlich. Dass Google bzw. dessen Dachorganisation namens Alphabet extrem viele Tochterfirmen hat, ist nichts Neues. Seit 2010 kauft Google fast jede Woche ein neues Unternehmen auf. Zu den Tochterfirmen von Alphabet gehören beispielsweise Fiverr zum Ausbauen der Glasfaser, zuerst in Amerika, später aber auch weltweit, Calico für Genetik und Biotechnologie, X für Forschungen wie Google Glass, Project Loon oder DeepMind, Waymo für selbstfahrende Autos und noch vieles mehr. Google besitzt wahrscheinlich hunderte von verschiedenen Unternehmen, die alle an unterschiedlichen Dingen arbeiten und entwickeln. Kurzer Mikrolückenfüller. Google bezeichnet die eigenen Mitarbeiter als Googlers und alle neu anfangenden Mitarbeiter, sozusagen die Newbies, als Nooglers. Früher mussten letztere außerdem regenbogenfarbene Propellermützen tragen. Googles Webseite ist sehr einfach aufgebaut, um möglichst schnelle Ladezeit zu erzielen. Andere Suchmaschinen wie Bing, Yahoo, heute wie auch früher, haben aber häufig noch News, Bilder, Fakten oder ähnliches auf der Landingpage. Früher verwirrte das viele Testnutzer, sodass sie oft einfach vor dem Bildschirm saßen und warteten. Auf Nachfrage, was sie denn gerade täten, kam die Antwort: Ich warte, bis der Rest der Seite geladen ist. Das ist der Grund, warum Google einen Copyright-Hinweis in den Seitenfooter einbaute, um anzuzeigen, dass das Ende der Seite geladen wurde. Früher war die Einfachheit der Seite jedoch nicht beabsichtigt. Die Gründer hatten nämlich einfach zu wenige HTML-Kenntnisse. Das war auch der Grund, warum sie anfangs nicht in der Lage waren, einen Absenden-Button unter das Suchfeld einzubauen. Damals konnte man die Suche nur mit der Enter-Taste starten. Und jetzt kommt noch ein weiterer Fun-Fact dazu. Google ist jeder Nutzer wichtig und natürlich auch jedes Feedback. Daher wird jeher jede Mail, die an Google gesendet wird und wahrscheinlich auch jede, die nicht an Google gesendet wird, gelesen. Natürlich gibt es nicht immer eine Antwort, aber es ist Fakt, dass das Schreiben von Mails an Google sicherlich keine Zeitverschwendung ist. Als Ende für dieses Video schlage ich euch vor, einfach mal auf Google nach 241543903 zu suchen und auf Bilder zu gehen. Viel Spaß!